Wir sind Zoe und Merlin und wir sind mit unserem eigenen Auto bis nach Namibia gefahren. 13 Monate sind wir schon unterwegs und haben in der Zeit fast 30.000 Kilometer zurückgelegt. Gestartet sind wir in Marokko und ab da ging es immer Richtung Süden. Wir haben die Sahara-Wüste im Norden des Kontinents durchquert, 6 Monate in den Ländern Westafrikas verbracht, den Regenwald mit eigenen Augen gesehen und sind über den Äquator gefahren. Nachdem wir eine tolle Zeit in Angola hatten, sind wir nun in Namibia, dem vorletzten Land auf der Reise Richtung Süden. Hier beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Landes, wandeln abseits der touristischen Pfade und es passiert etwas, das auf einer Namibia-Reise fast schon vorprogrammiert ist. Testblatt. Ach ja, und einen neuen Haarschnitt gibt es auch noch. Au. Guten Morgen vom Gamsbergpass. Wir haben die letzte Nacht hier in diesem schönen Flussbett verbracht und es war total ruhig und idyllisch. Das ist richtig cool, man kann hier einfach dieses ausgetrocknete Flussbett so lang gehen. Das ist richtig schön. Na, guten Morgen. Schön hier, oder? Ja, Ist auch schön. Schön ruhig. ist auch schön. Sag mal, Machu, du kannst ja nicht die ganze Zeit rein und raus hüpfen. Wie geht's? Gut, Ja. jetzt schlafen. Ich habe richtig gut geschlafen, aber ich bin irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen erschöpft. Da merke ich auch immer mal wieder, ich glaube, ich habe schon 100-mal gesagt, aber das zeigt mir immer wieder, wie krass ich meine Energiereserven so durch Natur und Ruhe und so Weitläufigkeit und so aufladen kann und wie in der Stadt, wie das so mir voll Energie zieht mit dem ganzen Trubel und dem ganzen Stress. Wir bewegen uns heute ein Stückchen weiter Richtung Westen. Wir haben nicht so viele heute auf dem Plan, ich glaube 60 Kilometer, oder? Ja. Und das ist mega cool. Es ist super einsam hier. Hier kommen kaum Autos vorbei. Und es ist sehr, sehr schön. Von Windhoek nach Swakopmund gibt es auch eine geteerte Straße, also so eine Autobahn. Wir haben uns aber entschieden, dass wir hier auf den kleinen Straßen so ein bisschen rumfahren und einen kleinen Schlenker noch im Süden machen. Und das ist ganz nett, weil ich denke mal, dass die meisten Leute, die meisten UrlauberInnen keine Zeit haben, um hier groß irgendwelche Umwege zu machen. Wir aber schon und deswegen sind wir hier ganz alleine, sehen hier kaum andere Menschen und können hier so ein bisschen entspannen, ein bisschen langsam machen. Das tut jetzt irgendwie ganz gut, glaube ich. Weil ich freue mich auf Swakopmund, aber ich muss jetzt auch nicht von einer Stadt direkt in die nächste, sondern machen jetzt mal ein paar Tage Natur dazwischen. Ganz gut. Und es ist schöne Natur hier. Schnell nochmal die Radmuttern kontrollieren, weil für die neuen Stoßdämpfer wurden die Räder gelöst und nicht, dass auf dieser Ruckelpiste sich die Räder ungewollt lösen. Das wäre schlecht, deswegen kontrolliere ich das nochmal schnell. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich musste nämlich tatsächlich 2 Räder etwas nachziehen. Echt locker? Ja, also nicht locker, aber da ging noch was. Willst du veganes Biltong? Ja. Ich muss ja schon sagen, wir sind hier in so einem kleinen Vegan Heaven gelandet. Unerwarteterweise. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre Namibia auf jeden Fall ein Land, wo die Leute sehr viel Fleisch essen. Und es ist auch so. Aber es gibt in Windhoek, zumindest im großen Supermarkt, gibt es sehr viele Importgüter. Unter anderem aus Deutschland, aber auch einiges veganes Zeug aus Südafrika. Ich glaube, Südafrika wird ein richtiger veganer Heaven. Ich glaube, da wird richtig viel veganes Zeug hergestellt. Aber Biltong isst man ja hier. Was ist das eigentlich? Das ist so getrocknetes Fleisch, oder? Ich glaub schon. Ja, und das essen wir natürlich nicht, aber wir haben eine vegane Version davon gefunden. Und es ist saulecker. Kannst du es auf Seitanbasis? Ja, Schmeckt so, ne? lecker.
Eben sind wir noch durch die Berge gefahren und jetzt sind wir auf einmal hier in dieser super weitläufigen Landschaft. Das ist echt mega cool, finde ich. So richtig, hier fühlt man sich wirklich richtig frei. Hier ist einfach, so weit das Auge gucken kann, sieht man einfach nur diese Landschaft. Aber es sind wieder links und rechts Zäune neben der Straße. Ja. Das ist ja ein Phänomen, was wir jetzt schon sehr, sehr oft beobachten konnten. Und da, wo wir heute Nacht geschlafen haben, auf diesem Abschnitt, auf dem Gamsbergpass, war das einzige Mal bis jetzt in Namibia, dass wir gesehen haben, wo keine Zäune neben den Straßen waren. Das stimmt. Das ist schon krass. Ja. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, mit der ganzen Landverteilung hier, ist halt auch krass festzustellen, dass 70% der Landflächen hier einfach der weißen Bevölkerung gehört, ja, obwohl es nur 3% der Gesamtbevölkerung weiß ist. Also das ist schon irgendwie ein krasses Ungleichgewicht. Zum Glück haben wir neue Stoßdämpfer. Alter, diese Straße schüttelt alles einmal durch. Eine Sache, die mich echt immer richtig nervt, ist, wenn wir nicht gerade stehen. Deswegen müssen wir mal richtig rumrangieren. Aber jetzt mit den Steinen haben wir es, glaube ich, ganz gut gelöst. Unser Platz für heute Nacht nennt sich die Grotte. Hier ist so ein Arc, wie so ein Steinbogen. Und hier kann man so ein bisschen sich vor der Sonne verstecken. Allerdings soll man hier nicht mit dem Auto hochfahren. Aber hier ist Schatten. Es ist nämlich schon wieder richtig heiß. Jetzt überlegen wir gerade, ob wir nicht noch ein Stückchen umparken. Ein bisschen näher hier ranfahren, damit wir uns hier oben in den Schatten setzen können. Was sagst du? Du hast keinen Bock, gell? Ja, dann muss man das Auto noch mal umfahren. Ich mach's. Willst du hier warten? Ja. Okay. Es ist nämlich schon wieder richtig heiß. Wir haben ein paar 30 Grad und es gibt hier nicht so viel Schatten generell, weil es hier halt sehr trocken ist und nicht so viel wächst. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Merlins Vorstellung von einem perfekt geraden Stellplatz entspricht, aber ich glaube, es geht. Hallo Mathieu! Hi Buddy Boy! Na komm, wir gehen wieder in den Schatten. Na los, in den Schatten mit dir, es riecht so heiß. Eiskaffee? Geil, danke. Unser neues Ding, seitdem es wieder so heiß ist Instant Eiskaffee. Und seitdem wir keinen Specialty-Kaffee mehr haben. Ja, erklär mal, wie du den machst. Das ist einfach Instant-Kaffee, die Hälfte davon Barista Hafermilch und ein bisschen Zucker. Und die Hälfte Wasser. Ja. Ja, und dann im Kühlschrank für ein paar Stunden und dann hat man ein schönes, erfrischendes Getränk. Tschüss. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den Sponsor des heutigen Videos. Das ist Wild. Wild stellt natürliche Deodorants her und wir nutzen diese Deos jetzt schon seit gut der Hälfte unserer Reise und sind nach wie vor sehr begeistert davon. Deswegen möchte ich euch heute einmal erklären, was so besonders an Wild ist. Das Ganze ist ein Refill-System. Das heißt, beim ersten Mal kauft man sich so ein Case und kann das dann immer wieder auffüllen mit verschiedenen Deo-Düften. Dafür nimmt man den Deckel ab und kann hier unten das so rausziehen. Dann nimmt man sich einen Refill-Pot und da gibt es ganz verschiedene Düfte. Ich habe jetzt hier Coconut Vanilla, das nehme ich mir, packe das hier oben drauf und stecke das wieder in meinen Case rein. So, und kann das dann hier hochschrauben und das Deo super easy benutzen. Und wenn das leer ist, kann ich dieses Nachfüllpäckchen einfach rausschmeißen. Das ist kompostierbar und ein neues reinmachen. Ich finde, dass es ein richtig cooles System ist. Man spart sich auf jeden Fall sehr viel Verpackungsmüll ein. Und das Deo an sich ist auch toll. Das besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist sehr angenehm auf der Haut und es wirkt wirklich. Also wenn ich das morgens auftrage, dann
bin ich den ganzen Tag fresh. Ihr könnt mit unserem Rabattcode TheFilmPeople20 20% auf alle Produkte bei Wild sparen. Dafür könnt ihr einmal unten in der Beschreibung in den Link klicken oder ihr klickt hier oben auf den QR-Code, scannt den mit der Handykamera ab und dann kommt ihr direkt auf den Shop und könnt da unseren Code eingeben und euch einen Deo-Case und ein paar Düfte aussuchen. Namibia verwöhnt uns einfach schon von Anfang an mit super schönen Sonnenuntergängen. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man die in so einer tollen Landschaft wie hier genießen kann. Wir sind jetzt hier einmal hochgeklettert und haben jetzt hier voll den Blick auf diese Hochlandschaft, wenn man das so nennen kann, Hochebene. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Land. Hat Bock auf Essen. Das sieht gut aus. Dankeschön. Was gibt es? Hühnchen, Frikassee. Heute steht Thai Curry auf dem Plan. Wir haben nämlich so eine geile Currypaste gefunden. Ich habe halt Kokosmilch vermischt, dann ein bisschen Gemüse, ein bisschen Sojastreifen und fertig. Sieht geil aus und es riecht auch gut. Es ist auch lecker. Yum. Yum. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so einen kleinen Sonnenstich oder so. Irgendwie, mein Kopf ist so. Kannst du das? Die Sonne ist auch echt intensiv. Das ist auch was. So braun geworden. Ja, aber generell ist das auch was jetzt wieder, woran wir uns wieder gewöhnen müssen, dass diese trockene Hitze und diese intensive Sonne halt irgendwie hier sind. Teil unseres Alltags sind. Ich habe heute das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder mein Gesicht eingecremt, also mit Sonnencreme. Bei mir war das bis jetzt auf dem Trip häufig so, dass es so heiß war, dass man so krass von der Sonne geflüchtet ist, dass man sich auch nicht groß irgendwie vor der Sonne schützen musste. Aber hier ist es dann durch den Wind und so teilweise, ich weiß nicht, ist irgendwie einfach anders. Naja, übrigens, eventuell rasiere ich morgen meine Haare ab. Was ist das? What is it? Ja, ernsthaft. I don't like it. Schön. Lecker. Achtung, heiß. Achtung, lecker. Ist auch scharf? Bisschen hot. Gute Nacht. Morgen. Hallo. Dankeschön. Fuck. Och nee. Na klasse. Heute ist ein besonderer Tag, Leute. Lotta. Wo ist das Geburtstagskind? Hallo, na komm's. Hallo, Baby. Lotti hat heute Geburtstag. Heute vor 2 Jahren haben wir Lotti adoptiert und damals haben wir gesagt, dass sie ungefähr 1 Jahr alt ist. Also wird sie jetzt 3. Happy Birthday, Baby. Happy Birthday. Und du? Du bist noch nicht so alt, ne? Happy Birthday to you. Happy Birthday. Und los. Oh. Oh. Alter. Lotta, kauen! Kauen! Wir haben Lotta heute Hunde-Pancakes gebacken aus Kichererbsen, Mehl, bisschen Karotte, eine Banane und Wasser natürlich ohne Zucker und alles, was ungesund ist für Hunde. Und ich glaube, es hat ungefähr 5 Sekunden gedauert, bis alles weg war. Das haben wir ihr schon, wir haben ihr das versprochen, dass sie dieses Jahr einen Geburtstagskuchen kriegt. Weil letztes Jahr an ihrem Geburtstag haben wir es total verpeilt. Da waren wir nämlich in Frankreich in der Werkstatt und hatten einen kaputten Motor. Und haben ganz vergessen, dass Lottis Geburtstag ist. Am Ende ist es ja nichts, was sie checkt. Aber es ist trotzdem irgendwie schön. Ja. Hello. Hi guys. Hello. Good to see you. Always. How you doing?
cool setup, isn't it? That is a real good setup. I love it. Bye. Wir haben gerade kurz Besuch bekommen von unseren britischen Friends, James und Amy, die eigentlich so ein großes blaues Auto haben. Ihr kennt sie bestimmt aus einem unserer letzten Videos, aber das Auto ist irgendwie gerade komplett kaputt. Und haben uns jetzt hier kurz besucht, bevor es für die weitergeht nach Sossusvlei. Und für uns geht es heute weiter nach Swakopmund. Aber vorher möchte ich noch eine Sache erledigen. So ist besser. Ich habe mir vor 1,5 Jahren das erste Mal die Haare abrasiert und sie seit ungefähr einem Jahr wachsen lassen. Und ich muss sagen, jetzt es wieder so heiß ist und irgendwie meine Haare so lang sind und immer im Gesicht und im Nacken hängen, habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen den Wunsch, die wieder kürzer zu haben. Und irgendwie hat es sich jetzt heute ergeben. Deswegen sind wir jetzt back to Buzzcut. Und ich muss sagen, ich lieb's. Und wer es nicht liebt, muss es in den Kommentaren auch nicht sagen. Because I don't care. So, let's go! Herzlich willkommen im Namib-Naukluft Nationalpark. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wir haben hier eigentlich eine schlechte Straße erwartet und jetzt fahren wir auf Asphalt. Will ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Aber mal gucken, ob das so bleibt. Der Park soll echt ziemlich cool sein und richtig weitläufig. Ich bin gespannt. Namibia hat ziemlich viele Nationalparks, aber auch private Parks. Und für einige davon braucht man Permits, um sie zu betreten. Aber häufig kann man sie auch einfach im Transit durchqueren, ohne dass man irgendwie ein Permit oder sonst was braucht. Und da jetzt dieser Park zwischen uns und Swakopmund liegt, können wir jetzt hier einfach durchfahren. Ups, hier ist die Straße vorbei. Das war's. Hä? Was war denn das jetzt? So ein kleiner Taste-Teaser hier. 1 Kilometer Asphalt und jetzt kommt wieder hier die Wellblechpiste. Naja. Der Rest kann dann auch weg. Ist ja nur Eier. Das ist jetzt schon das zweite Mal in den letzten Tagen, dass unsere scheiß Schublade während der Fahrt einfach rausspringt. Wir haben die ja verriegelt, so einen kleinen Riegel, der dagegen so eine Metallplatte drückt. Aber auf diesen Wellblech-Ruckelpisten rutscht einfach dieser Riegel runter. Und ich bin schon die ganze Zeit hinten so am gucken, dass ich den Riegel wieder hochschiebe und Merlin auch. Aber sobald man so ein bisschen einlenkt oder irgendwas, reißt diese Schublade hier raus. Das ist total scheiße. Kann zum Glück nichts kaputt gehen, weil unser ganzes Zeug ja eh campingfest ist, aber es nervt. Wer hätte gedacht, nach all dem, was wir durchgemacht haben, nach den ganzen Ruckelpisten in Guinea und Nigeria, Kamerun und sonst so weiter, dass wir uns mal über eine Straße in Namibia beschweren würden. Vor allem, das ist auch eine sehr viel befahrene Straße. Ich glaube, diese Straße muss man nehmen, um runter nach Sossusvlei zu kommen, in die Dünen. Naja, was heißt beschweren? Ich glaube aber, diese ganzen Mietautos, die an uns vorbeipreschern, die haben auf jeden Fall einen kleinen Vorteil, weil die so viel leichter sind und eine Klimaanlage haben und so. Die sind auf jeden Fall viel schneller unterwegs als wir und ich glaube, denen ballern nicht die Schubladen raus aus dem Schrank, weil sie gar keine Schränke haben. Aber wir machen jetzt einfach ein bisschen langsamer. Zum Glück haben wir unsere Stoßdämpfer ausgetauscht. Die müssen ja nämlich richtig arbeiten. Hey Lotti, wollen wir kurz spazieren gehen? Und hab's. Hier ist der Vogelfederberg. Wir machen jetzt hier ganz kurz einen Stopp, um uns das mal anzuschauen und zu scouten, ob wir hier nochmal hin zurückkommen sollen, wenn meine Eltern uns besuchen im November. Oha! Das ist eine ziemlich coole Aussicht.
Krass. Schön. Wow, wow, wow. Beautiful. Und schau mal, wie schön der Bus in der Wüste steht. Schade eigentlich. Ha. Hä? Warum denn? Weiß ich nicht. Das ist doch mega gut jetzt. Naja, das ist eigentlich das, was man über Namibia hört, dass das die Straßenreifen schrotten. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, dass unsere Reifen Schrott sind. nicht mehr so gut aussehen. Der ist platt. Der ist platt. Toll. Jo. Sieht scheiße aus. Alter, bist du platt. Okay, bevor die Sonne untergeht. Namibia mag unser Auto nicht. Nee, es geht irgendwie. Ich denke mir so, wir hatten jetzt das mit der Wasserpumpe, das mit den Stoßdämpfern war ja irgendwie. Keine Ahnung, wir mussten das halt jetzt alles auf einmal machen. Irgendwie kommt es mir jetzt so vor, als ob es so viel wäre. Aber andererseits stimmt das eigentlich gar nicht, weil bis jetzt war sonst nie irgendwas. Und Freunde von uns, die einen Landcruiser haben, Toyota Landcruiser, der unverwüstbar ist, die haben uns erzählt, dass selbst die mussten auf der Reise schon irgendwie 2.000 € oder so ausgeben für Reparaturen. Und da sind wir bis jetzt. Und die haben schon 10 Platten gehabt, glaube ich. Und deswegen denke ich jetzt so, eigentlich ist es nicht so schlimm bei uns, es kommt nur jetzt irgendwie auf einmal. Stimmt. So, aber eigentlich läuft es ja ganz gut. So, dann hätten wir das auch abgehakt. Unser erster Platter. Doch, wir hatten einmal so ein bisschen, dass wir Luft verloren haben und haben den Reifen dann vorsorglich schon mal getauscht, bevor er richtig platt war. Und flicken lassen. Das ist der jetzt hier gerade drauf gewechselt wurde. Aber dass wir so richtig fahren und dann auf einmal ist aus die Maus. Mit Reifenwechsel auf der Straße hatten wir noch nicht. Also check. So, wir nähern uns jetzt Swakopmund. Wir haben noch 30 Kilometer und auf einmal sind wir in dieser geilen Dünenlandschaft gelandet. Das ist mega nice, gutes Timing, alles so geplant. Dass gerade jetzt die Sonne untergeht. Top. Sieht auch geil aus, oder? Voll schön. Richtig nice. Ja, Swakopmund. Okay, es ist dunkel und überraschend kalt und wir haben Hunger, deswegen gehen wir jetzt essen und wir lassen euch hier mit den Hunden. Tschüss, bis morgen. Guten Morgen aus Swakopmund. Wie ihr sehen könnt, es ist ganz schön kalt hier. Wir sind jetzt schon 2-3 Tage hier, stehen auf dem Campingplatz. Und es wird tagsüber einfach nicht über 20 Grad. Und da die Sonne sich kaum zeigt, ist es halt einfach den ganzen Tag Pulliwetter. Und abends und morgens zieht man dann noch mal eine Mütze und eine Jacke an. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr. Wir cruisen hier gerade so ein bisschen durch Swakopmund, weil wir nämlich gerade ein Projekt planen, ein Doku-Projekt. Und was echt richtig krass ist, finde ich, was einem hier direkt oder was einem auffällt, wenn man sich hier ein bisschen in der Gegend bewegt, ist dieser krasse Kontrast zwischen diesem Innenstadtkern von Swakopmund, der total schick ist, wo man wirklich teilweise denkt, dass man in Deutschland ist, weil das wirklich alles so aussieht und auch deutsche Namen hat teilweise. Und wenn man dann hier ein bisschen raus in die Wüste fährt, dann sind hier auf einmal diese Townships, diese informellen Siedlungen, die halt einfach aus Wellblech bestehen. Es ist halt schon irgendwie auffällig, wie sehr diese
nicht so schönen Teile der Stadt versteckt werden von den Touris, weil wir sind jetzt bewusst hier hingefahren und ich glaube, wenn man einfach hier nach Swakopmund reinfährt, dann bekommt man überhaupt nicht mit davon, dass es halt ein bisschen außerhalb der Stadt oder beziehungsweise im Norden der Stadt halt auch ärmere Gebiete und ein Township gibt. Und wahrscheinlich soll das auch, die Touris sollen das auch gar nicht so sehen, damit sie nicht damit belastet werden, aber es ist halt genauso Teil der Stadt. Und damit dieser reiche Teil existieren kann, muss halt auch dieser arme Teil existieren. Ich hatte mich bis jetzt schon so ein bisschen gefragt, wo in Namibia denn die Leute wohnen, die eben nicht so viel Geld haben, weil bis jetzt in den Gebieten, wo wir uns aufgehalten haben, in Windhoek auch, da waren halt überall super schicke Häuser, die wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer sind und das kann sich natürlich nicht jeder Mensch leisten. Und hier sehen wir jetzt, wo Menschen leben, die weniger Geld haben. Und zwar aus der Sicht von Touristen. Hier mitten im Stadtzentrum von Swakopmund ist ein großes, sehr präsentes Denkmal und wir sind jetzt mal hier hingelaufen, um uns das anzuschauen. Und dieses Denkmal zeigt zwei Krieger, einem, der kämpft und einem, der gefallen ist. Und man nennt dieses Denkmal das Marinedenkmal. Und anders als man vielleicht meinen könnte, dient das nicht an dem Gedenken der lokalen Bevölkerung, die hier während der Kolonialzeit gefallen ist, sondern es dient dem Andenken an die Deutschen. Und dieses Denkmal wird relativ kritisch betrachtet, weil es einfach die Kolonialzeit verherrlicht und die Kämpfe, die hier stattgefunden sind und irgendwie auch verklärt auf eine Art. Ich glaube, es ist ja allseits bekannt, dass Namibia unter deutscher Kolonialherrschaft stand. Was aber vielleicht viele nicht wissen, ist, dass hier Anfang 1900, von 1904 bis 1908, der erste Völkermord im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, und zwar an den Herero- und Nama-Menschen, die von der deutschen Besetzungsmacht ermordet wurden. Und diesen Kriegern, die diese lokalen Menschen ermordet haben, werden hier mit diesem Denkmal geehrt. Und ich finde diesen Gedanken auch etwas befremdlich und frage mich, warum das hier immer noch so präsent ist und irgendwie nichts daran geändert wurde. Es ist generell ja noch sehr viel zu finden in Namibia an Remaindern aus der Kolonialzeit, seien es jetzt Straßennamen oder Gebäude oder was auch immer. Und ich glaube, da muss irgendwie noch viel aufgearbeitet werden. Und vielleicht brauchen solche Denkmäler wie das hier hinter mir einfach keinen Platz mehr, sondern könnten ersetzt werden durch was vielleicht nicht die Unterdrücker feiert, sondern die unterdrückt wurden. Wir sind hier irgendwie total in den Urlaubsmodus verfallen, weil es hier so viele Angebote gibt und jetzt können wir richtig oft essen. Wie jetzt zum Beispiel. Vegane Burger. Sieht halt richtig gut aus. Ja, Mann. Geil. Gut. Hier am Stadtrand von Swakopmund, kurz vor der Wüste, gibt es tatsächlich ein Denkmal für die Nama- und Ova-Herero-Menschen, die durch die Hand der deutschen Soldaten umgekommen sind, von 1904 bis 1908. Und hier ist ein großer Stein aufgestellt mit einem Text und drumherum sind Gräber mit ganz unscheinbare kleine Hügel im Sand, die gedenken an die Menschen, die in Konzentrationslagern umgekommen sind durch Hunger, durch Sklavenarbeit, durch sexuellen Missbrauch, durch Krankheit, durch Ermüdung, durch das extreme Wetter, durch die Deutschen. Namibia ist ein wunderschönes und auch zu Recht sehr beliebtes Reiseland
Und gerade deshalb finde ich es wichtig, sich mit der Geschichte dieses Landes auseinanderzusetzen, besonders weil die Geschichte von Namibia so sehr durch deutsche Hand beeinflusst wurde und ja, es einfach für uns dazugehört, uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und das machen wir hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen euch nächsten Sonntag wieder mit einem weiteren Video aus Namibia. Tschüssi! Tschüss!